Deutsch lernen durch Hören. Guten Morgen, Frau Zimmer. Haben Sie ein paar Minuten Zeit für mich? Ich habe ein persönliches Anliegen. Guten Tag, Frau Janosch. Kommen Sie rein und setzen Sie sich. Was gibt es denn? Ja, also ich habe ein Problem. Meine Eltern kommen nächste Woche überraschend aus Polen zu Besuch. Nun möchte ich Sie natürlich gerne ein wenig durch die Stadt führen und Ihnen zeigen, wie ich seit einem Jahr lebe. Ich würde also gern in der nächsten Woche kurzfristig freinehmen. Lassen Sie mich mal kurz in die Urlaubsliste der Abteilung schauen. Frau Schreiber ist nächste Woche anwesend. Ich sehe also kein Problem. Nehmen Sie ruhig ein paar Tage Urlaub. Das ist es ja. Ich habe meinen Urlaub für dieses Jahr schon genommen. Tja, Frau Janosch, ich kann Ihnen keinen zusätzlichen Urlaub geben. Das tut mir leid, aber dann müssen Ihre Eltern wohl ohne Sie auskommen. Ich hätte da einen Vorschlag. Und er wäre? Entschuldigung, Frau Janosch. Guten Tag, was kann ich für Sie tun? Einen Moment bitte, ich verbinde Sie gern mit dem passenden Service-Mitarbeiter. Was haben Sie denn für einen Vorschlag, Frau Janosch? Ich habe doch 32 Überstunden. Könnte ich die nutzen, um nächste Woche frei zu haben? Ach so. Ja, das ist für mich in Ordnung. Aber 32 Überstunden reichen nicht für eine gesamte Woche frei. Dazu würden Sie 40 Stunden benötigen. Das ist mir bewusst. Ich würde die 8 Stunden gern in der übernächsten Woche nacharbeiten. Könnten Sie sich das vorstellen? Naja, eigentlich machen wir das hier nicht so. Aber ich mache mal eine Ausnahme. Ich möchte dann aber am Ende der übernächsten Woche Ihre Stundenabrechnung sehen. Natürlich, das ist doch selbstverständlich. Vielen Dank, Frau Zimmer. Ach, das mache ich doch gern, Frau Janosch. Sie sind immer zuverlässig und waren im letzten Jahr nicht einmal krank. Genießen Sie die Woche mit Ihren Eltern. Herzlichen Dank. Das werde ich. Ich gehe dann mal wieder an die Arbeit. Aber machen Sie mit Frau Schreiber am Freitag bitte eine Übergabe, damit in der nächsten Woche nichts liegen bleibt. Natürlich, das mache ich. Schönen guten Tag. Ich bin Herr Hahn aus dem 3. Stock. Guten Tag. Mein Name ist Herr Klein. Sind Sie von der Hausreinigungsfirma, die jede Woche unser Treppenhaus reinigt? Genau, der bin ich. Also ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, dass ich mit der Qualität der Reinigung nicht zufrieden bin. Was genau ist denn falsch an der Reinigung? Letzte Woche war Ihre Firma am Mittwoch hier. Als ich kurz danach die Treppe heruntergekommen bin, war überall auf den Stufen noch Schmutz. Außerdem wurden die Fenster schon seit Wochen nicht mehr geputzt. Da kann man ja kaum noch durchschauen. Letzte Woche war ich im Urlaub, Herr Hahn. Da hat meine Vertretung Ihr Haus geputzt. Ich werde heute wieder sehr gründlich sein. Ich hoffe, dass das nicht noch einmal vorkommt. Ich spreche mit meiner Vertretung darüber. Na gut, aber was ist mit den Fenstern? Schauen Sie doch mal, wie dreckig die sind. Wir haben von der Hausverwaltung den Auftrag über wöchentliche Reinigung des Bodens bekommen. Die Fenster sollen wir nur alle 2 Monate reinigen. Was? Das ist doch viel zu selten. Da werde ich mal bei der Hausverwaltung anrufen. Tun Sie das. Ich gebe Ihnen da vollkommen recht. Vielen Dank. Einen schönen Tag noch. Das wünsche ich Ihnen auch. Hallo Max, Hallo Hanna. ich habe mich sehr über deine Einladung gefreut. Ich hoffe, ich bin nicht zu spät. Ich habe leider meinen Bus knapp verpasst und musste 20 Minuten auf den nächsten Bus warten. Nein, wir haben noch nicht angefangen. Schön, dass du da bist. Weißt du, es gab auch noch einen Unfall auf der Hauptstraße, sodass der Bus nicht mehr weiterfahren konnte. Ich bin den Rest des Weges gelaufen. Aber bei diesem wunderbaren Wetter macht das ja nichts. Hauptsache, du bist hier. Ach ja, hier, bitte. Ich habe dir eine Kleinigkeit mitgebracht. Ich hoffe, du sammelst noch immer seltene Weinflaschen. Oh ja, vielen Dank. Es überrascht mich, dass du das noch weißt. Diese Flasche fehlt mir tatsächlich noch in meiner Sammlung. Das freut mich. Ich war mir nicht sicher, ob es die richtige ist. Komm,
Lass uns zu den anderen Gästen im Garten gehen. Dann können wir auch direkt dein Fleisch auf den Grill legen. Mein Fleisch? Wie meinst du das? Na, dein Fleisch, das du mitgebracht hast. Ich habe gar kein Fleisch mitgebracht. Das tut mir ja leid. Ich wusste nicht, dass jeder sein Fleisch selbst mitbringt. Das stand in meiner Einladung. Na, aber das macht nichts. Wir haben wie immer viel zu viel Fleisch auf dem Grill. Am Ende bleibt immer noch jede Menge übrig. Das ist kein Problem. Oh nein, das habe ich wohl übersehen. Das ist mir ja peinlich. Ich hätte natürlich mein Fleisch selbst mitgebracht und vielleicht auch noch Brot und Salat. Habt ihr vielleicht einen Supermarkt hier in der Nähe? Dann hole ich schnell noch etwas. Ach, Hanna, das ist doch nicht schlimm. Wie gesagt, Fleisch haben wir meist mehr als genug. Komm, ich stelle dich jetzt den anderen Gästen vor. Hört mal, das ist Hanna. Hallo, ich bin diejenige, die die Einladung nicht richtig gelesen hat und daher kein eigenes Essen mitgebracht hat. Schau mal, die ersten Steaks und Würstchen sind schon fertig. Nimm dir einfach etwas. Wir haben auch Nudelsalat und Grillbrot. Greif zu. Das ist sehr lieb von euch, vielen Dank. Beim nächsten Mal bringe ich dann Salate und Brot für alle mit. Das ist nur fair. Super, darauf freuen wir uns schon. Dann grillen wir nächste Woche direkt nochmal. Sehr gerne. Dann kann ich meinen Fehler wieder gut machen. Super, dann machen wir das so. Ich freue mich darauf. Koch? Hallo Sabrina, hier ist Nancy. Hallo Nancy, wie geht es dir? Super, danke. Und dir? Auch super. Ich habe heute Abend meine Schwiegereltern zu Besuch. Sie wollen sich die neue Wohnung mal anschauen und da haben wir sie zum Essen eingeladen. Oh, aber ihr wohnt doch schon seit fast 3 Monaten in der neuen Wohnung. Haben Sie die Wohnung noch nicht gesehen? Nein, die Eltern von Thorsten wohnen doch in Mannheim. Er kommt doch eigentlich von da und ist nur wegen seines Jobs nach Potsdam gezogen. Ach so, das wusste ich gar nicht. Also kommen seine Eltern euch besuchen. Bleiben Sie denn dann ein paar Tage oder kommen Sie den weiten Weg nur zum Abendessen? Nein, natürlich nicht. Sie bleiben übers Wochenende, da Thorstens Papa ja am Sonntag auch noch seinen 60. Geburtstag feiert. Oh, das ist ja super. Dann könnt ihr mit ihm gemeinsam feiern. Und, hast du schon alles vorbereitet? Ich war schon einkaufen, die Wohnung habe ich geputzt und die Betten frisch bezogen. Ich muss dann nur noch das Abendbrot machen. Thorstens Mama hat sich Schnitzel mit Spargel und Kartoffeln gewünscht. Sie sagt, dass wir die besten Schnitzel machen, die sie je gegessen hat. Echt? Dann muss ich auch unbedingt mal zum Essen bei euch vorbeikommen und das überprüfen. Ja, das können wir gern mal machen. Sind denn deine Schwiegereltern schon da? Nein, die sind heute Mittag in Mannheim losgefahren und haben aber leider erst mal eine Stunde im Stau gestanden. Es dauert also noch ein wenig, bis sie bei uns ankommen. Na, dann hast du wenigstens keinen Stress und kannst alles in Ruhe vorbereiten. Das stimmt. Ich werde gleich schon die Schnitzel panieren. Dann brauche ich die nur noch in die Pfanne werfen, wenn unser Besuch kommt. Sabrina, hattest du nicht mal gesagt, dass Thorstens Mama Angst vor Hunden hat? Ja, das ist richtig. Aber was macht ihr denn dann mit Diablo? Ich meine, der ist ja nicht gerade klein als Labrador. Diablo haben wir für dieses Wochenende bei meiner Schwester untergebracht. Das wäre sonst zu stressig für uns alle. Ah, verstehe. Das ist eine prima Lösung. Falls ihr irgendwann mal jemanden braucht, der auf Diablo aufpasst, dann nehme ich ihn auch gern. Er ist so lieb und gehorsam. Danke für das Angebot. Im nächsten Monat brauchen wir bestimmt deine Hilfe, weil wir meine Tante in Berlin besuchen möchten. Aber gerne. Gut, dann will ich auch gar nicht weiter stören. Du störst nicht. Ich freue mich immer, wenn du anrufst. Das ist lieb von dir. Ich muss aber auch gleich los. Ich habe heute noch einen Termin zum Probetraining im Fitnessstudio. Was? Du hast doch immer gesagt, dass du niemals im Leben in ein Fitnessstudio gehen würdest. Ja, ich weiß. Aber ich habe im letzten Jahr 5 Kilo zugenommen und kann ohne Hilfe nicht wieder abnehmen. Außerdem kann es ja nicht schaden, meinem Körper mal ein wenig Sport zu gönnen. Ich hätte nicht erwartet, dass ich das noch erleben darf. In welches Studio gehst du denn? Ich gehe zu FHC in der Bahnhofstraße. Das ist nicht so riesig und man wird toll von den Trainern betreut. Ja, ich weiß. Ich gehe auch 3-mal die Woche dorthin. Was für ein Zufall. Wann gehst du immer? Ich gehe montags, mittwochs und samstags. Genau diese Tage hatte ich mir auch ausgesucht. Ich gehe immer um 16 Uhr. Das würde mir super passen. Wollen wir zusammen gehen? Klar, das macht doch zu zweit viel mehr Spaß. Dann sehen wir uns am Montag? Sehr gern. Dann bis Montag. Bis Montag.
Hallo Jennifer, ich bin's, Marvin. Bist du auf Arbeit? Ja, da bin ich. Warte mal kurz, ich gehe schnell rüber ins Büro. Hier ist es zu laut. Hallo Marvin, ich hoffe, bei dir läuft alles. Ja, alles gut. Wann fängst du wieder an zu arbeiten? Ich fange am Montag wieder an. Wie steht's bei euch? Ist alles gut gelaufen, während ich weg war? Ja, alles okay. Außer mit Jenny. Sie ist die neue Teamleiterin und viel zu stressig. Ach, das ist aber keine gute Nachricht. Ist Dominik nicht mehr da? Doch, er ist da. Aber er ist in eine andere Abteilung gewechselt. Na gut. Ich wollte wissen, wann ich in der nächsten Woche arbeite. Kannst du mir den Dienstplan per WhatsApp schicken? Ja, das mache ich. Den habe ich auch nicht gesehen. Ich schaue mal und schicke dir den gleich. Danke dir, Jennifer. Bis Montag. Aber gerne doch. Tschüss. Jennifer, hast du Herrn Zimmermann gesehen? Ja, er wollte eine Zigarette rauchen. Hast du den neuen Dienstplan gesehen? Ich habe schon wieder die ganze Woche nur Spätschichten. Dabei hatte ich mit der Chefin besprochen, dass ich auch immer mal einen Nachmittag frei brauche. Nein, zeig mal her. Ich habe 3 Frühschichten, 2 Spätschichten und einen Tag frei. Die Frühschicht am Donnerstag passt mir auch gar nicht. Da habe ich eigentlich einen Zahnarzttermin. Das habe ich der Chefin letzte Woche extra nochmal gesagt. Das ist sehr komisch. Ja, eigentlich schon. Ich weiß nicht, was bei diesem Plan schiefgelaufen ist, aber ich brauche am Donnerstag entweder frei oder eine Spätschicht. Ich habe meinen Termin beim Zahnarzt bereits 3-mal verschoben. Hey, dann lass uns doch unseren Dienst am Donnerstag einfach tauschen. Ich würde mich sehr über eine Frühschicht freuen und du kannst deinen Termin wahrnehmen. Das ist eine super Idee. Ich trage das direkt mal in den Dienstplan ein. Sag mal, zu welchem Zahnarzt gehst du denn? Ich bin mit meinem Zahnarzt leider überhaupt nicht zufrieden. Wenn ich einen Termin dort habe, sitze ich trotzdem noch über 1 Stunde im Wartezimmer. Und die Arzthelferinnen dort sind sehr unfreundlich. Ich fühle mich nicht mehr wohl dort. Ich gehe zu Dr. Kunze in die Karl-Marx-Allee. Ich bin seit Jahren dort und immer sehr zufrieden. Die Arzthelferinnen sind sehr nett. Man bekommt schnell einen Termin und muss nur ein paar Minuten warten. Außerdem ist der Arzt super freundlich und sehr entspannt. Er schafft es, mir meine Angst zu nehmen. Ich gehe nämlich seit einer sehr schmerzhaften Wurzelbehandlung vor 5 Jahren überhaupt nicht mehr gern zum Zahnarzt. Aber seit ich bei Dr. Kunze bin ich wieder regelmäßig zur Kontrolle dort. Das klingt hervorragend. Kannst du mir die Nummer seiner Praxis aufschreiben? Ich muss unbedingt zur Kontrolle gehen. Ich war seit 2 Jahren nicht mehr. Ich habe zwar keine Probleme oder Schmerzen, aber das heißt ja auch nicht, dass alles in Ordnung ist. Ja, das mache ich gern. Oh je, da solltest du aber schnellstmöglich einen Termin machen. Zur Routinekontrolle soll man jährlich erscheinen. Denn wenn du erst mal Zahnschmerzen hast, ist es meist schon zu spät. Dann hilft meist nur noch eine Wurzelbehandlung. Danke dir. Ich weiß, ich war nachlässig. Ich rufe direkt heute noch dort an. Vielen Dank für deine Empfehlung. Sehr gern. Hallo Celine. Mensch, das ist ja schön, dass du auch zum Klassentreffen gekommen bist. Wir haben uns ja schon ewig nicht mehr gesehen. Hi Steffi, ich habe dich ja fast nicht wiedererkannt. So verändert hast du dich. Wie geht es dir? Sehr gut. Ich kann mich nicht beklagen. Ich bin seit meiner Ausbildung in der Metallbaufirma in Stolberg beschäftigt und fühle mich dort sehr wohl. Ach, du bist tatsächlich noch dort? Wow, das ist ja wundervoll. Wenn der Arbeitgeber passt, dann bleibt man natürlich auch gern dort. Ja, du sagst es. Ich habe nicht vor, noch einmal woanders zu arbeiten. Ich werde bald ein Team leiten. In 2 Jahren sehe ich mich als Chefin einer Abteilung. Das habe ich bei mir in der Firma auch schon deutlich gemacht. Wenn ich aber bis spätestens in 2 Jahren nicht Abteilungsleiterin bin, dann wechsle ich die Firma. Da kann mein Chef dann sehen, was er ohne mich macht. Das klingt super. Herzlichen Glückwunsch. Ja, danke schön. Ich freue mich auch sehr darüber. Was hast du denn nach dem Abschluss gemacht? Wolltest du nicht Kunst studieren? Ja, das stimmt. Das habe ich auch gemacht. Allerdings habe ich bereits im 2. Semester gemerkt, dass das doch nicht das Richtige für mich ist. Also habe ich dann erstmal ein Jahr Pause gemacht und bin durch die Welt gereist. Ich war in Südafrika, Thailand, China, Russland, Brasilien und Kanada. Ich habe tolle Menschen kennengelernt und habe mich nach meiner Rückkehr entschlossen, Medizin zu studieren. Echt? Das ist ja eine Überraschung.
Ich dachte immer, du möchtest auf keinen Fall Medizin studieren, nur weil deine Eltern Ärzte sind und das von dir erwartet wird. Ja, das war damals so. Aber in dem Alter ist man ja auch nicht ganz normal. Ich habe eingesehen, dass ich mich gut fühle, wenn ich als Ärztin Menschen helfen kann. Wie meinst du das? Ich habe mein Studium abgeschlossen und dann als Assistenzärztin in einem Unfallkrankenhaus gearbeitet. Danach habe ich meine Spezialisierung auf Chirurgie gemacht. Ich bin nun Unfallchirurgin und arbeite für die Organisation Ärzte ohne Grenzen. Was ist denn das für eine Organisation? Die Ärzte reisen in die ärmeren Länder ohne medizinische Versorgung und machen dort teilweise ohne Strom Operationen und behandeln vor allem ältere Menschen. Ach ja, stimmt. Darüber habe ich mal eine Dokumentation im Fernsehen gesehen. Dieses Jahr habe ich 4 Monate im Kongo verbracht, um dort den Menschen zu helfen. Die meisten Menschen dort können sich einen Arzt nicht leisten, weißt du? Sie haben einfach nicht genug Geld oder nicht die Möglichkeit, so weit zu reisen. Dort gibt es nicht in jedem Ort einen Arzt. Wow, das ist ja großartig. Also hilfst du den Menschen. Bekommst du dafür Geld? Nein, ich mache das ehrenamtlich, nur um zu helfen. Aber wovon lebst du denn dann? Die restliche Zeit des Jahres arbeite ich in einer Spezialklinik in der Schweiz. Dort verdiene ich genug und damit komme ich diese 4 Monate aus. Außerdem ist mein Mann ebenfalls Chirurg. Wow, wer hätte das gedacht? Celine, aus dir ist wirklich etwas geworden. Ach, Steffi, ich habe gehört, dass du 2 wundervolle Kinder hast. Ich habe leider keine, weil mir dafür einfach die Zeit fehlt. Ich reise viel durch die Welt und bin selten zu Hause. Oh ja, das ist schade. Ja, ich habe 2 Söhne im Alter von 3 und 6. Sie sind mein Lebensmittelpunkt. Ich möchte sie nicht missen. Das glaube ich dir gern. Guten Morgen, Claudia. Morgen, Jenny. Was ist denn los? Du siehst so ärgerlich aus. Ich habe gerade die Telefonrechnung für letzten Monat bekommen. Und weiter? 246 €. Ich glaube das einfach nicht. Was? So viel? Ja, und ich kann dir auch sagen, woran das liegt. Erzähl. Meine Tochter Johanna telefoniert seit Wochen den ganzen Abend mit ihrem neuen Freund. Für über 200 €? Da muss sie aber wirklich lange telefonieren. Naja, sie hat nur ein begrenztes Volumen an Freiminuten. Danach wird es richtig teuer, wie man sieht. Dann ändere doch ihren Vertrag. Dann bekommt sie eben für 10 € mehr pro Monat doppelt so viele Freiminuten. Das wird wahrscheinlich immer noch nicht reichen. Dann besorg ihr doch eine Allnet-Flat. Das ist günstiger als 200 €. Ich habe vor kurzem bereits unseren Anbieter gefragt. Sie meinten, dass eine unbegrenzte Allnet-Flat 80 € im Monat kostet. Das ist mir wirklich zu viel für das Handy eines 16-jährigen Mädchens. Was? Das ist viel zu teuer. Bei welchem Anbieter bist du denn? Wir haben alle Verträge bei O2. Ach, na dann, kein Wunder. Das sind die teuersten überhaupt. Echt? Allerdings. Wechsel doch zu einem günstigeren Angebot. Ich weiß nicht. Ich will eigentlich keine neue Telefonnummer. Ich bin froh, dass ich mir meine jetzige merken kann. Brauchst du auch nicht. Man kann die alte mitnehmen, auch wenn du den Anbieter wechselst. Das kostet zwar, glaube ich, 25 €, aber du musst die Nummer nicht wechseln. Das klingt doch super. Dann muss ich nur mal schauen, wann unsere Verträge auslaufen. Mach das mal und kündige die Verträge schnellstmöglich. Ich schaue direkt nach, wenn ich zu Hause bin. Danke für deine Tipps. Ach, gerne doch. Treffen wir uns morgen wieder zum Kaffeetrinken in der Bahnhofstraße? Ja, gerne. Dieselbe Zeit wie letzte Woche? Ich muss morgen 1 Stunde länger arbeiten, also 15 Uhr wäre mir diesmal lieber. Dann habe ich nicht so einen Zeitdruck. Kein Problem. 15 Uhr ist okay. Super, dann bis morgen. Bis morgen. Wohnungsgenossenschaft LEG. Sie sprechen mit Herrn Wilke. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, Herr Wilke. Hier ist Frau Horn aus der Luisenstraße 12. Bei mir klemmt seit 3 Wochen das Fenster in der Küche. Ich habe schon letzten Monat bei Ihnen angerufen, aber bisher hat sich niemand darum gekümmert. Wann kommt denn da endlich mal ein Handwerker? Frau Horn, ich habe die Firma bereits beauftragt. Haben die sich noch nicht bei Ihnen gemeldet? Nein, bei mir hat sich keiner gemeldet. Wir haben Frühling und ich möchte das Küchenfenster gern öffnen, aber es klemmt. Ich kann das Fenster gar nicht mehr öffnen. Frau Horn, ich werde sofort nochmal bei der Fensterbaufirma anrufen und nachfragen, was da los ist.
Das geht ja so nicht. Ach, das wäre nett. Ich habe aber noch ein weiteres Problem. Eine meiner Steckdosen im Wohnzimmer funktioniert plötzlich nicht mehr. Verstehe. Ich beauftrage umgehend den Elektriker. Der ruft Sie dann an und vereinbart einen Termin. Ach, na, hoffentlich. Sollte er sich nicht bis morgen bei Ihnen melden, rufen Sie mich nochmal an. Dann kümmere ich mich darum. In Ordnung. Und der Monteur fürs Fenster? Den rufe ich direkt im Anschluss an und melde mich dann nochmal bei Ihnen. Ach, gut, dann bis später, Herr Wilke. Ja, bis gleich. Du, Emma, wir müssen heute unbedingt einkaufen gehen. Der Kühlschrank ist fast leer und die Einkaufsliste ist echt lang. Ja, das stimmt. Wohin wollen wir gehen? Ich würde gern zu Kaufland fahren. Da bekommt man wenigstens alles in einem Laden. Echt? Zu Kaufland? Da ist es immer so super voll. Das finde ich wirklich sehr anstrengend. Ja, voll ist es da immer. Aber die haben wirklich alles. Und die Regale sind nie leer. Wollen wir nicht lieber zu Penny fahren? Bei Kaufland läuft man immer ewig und braucht mindestens eine Stunde. Nein, zu Penny möchte ich auf keinen Fall. Die letzten Tage war dort immer die Hälfte der Regale leer. Ich konnte da am Montag nicht einmal Milch kaufen. Und Mehl gab es auch keins. Dabei wollte ich einen Kuchen backen, aber das ging dann leider nicht. Oh, das ist natürlich blöd. Was hältst du denn von dem neuen Lieferservice, den es seit kurzem gibt? Welcher Lieferservice? Ich habe gestern gesehen, dass man bei Rewe jetzt auch online bestellen kann. Am nächsten Tag kommt dann der Fahrer vorbei und bringt deinen Einkauf bis vor die Tür. Das ist ja praktisch. Dann müssen wir die ganzen Tüten nicht hochtragen. Wir brauchen dieses Mal wirklich viele Sachen. Vielleicht sollten wir das mal ausprobieren. Klar, warum nicht? Komm, ich mach direkt mal den Computer an. Und wie funktioniert das jetzt? Man sucht sich seine Produkte aus, legt sie in den Warenkorb und muss dann auch erst bezahlen, wenn die Lebensmittel geliefert wurden. Das ist ja kinderleicht. Gibt es denn dort dieselbe Auswahl wie im Laden? Das weiß ich nicht, aber das werden wir schon merken. Was brauchen wir denn alles? Zuerst einmal Dinkelmehl. Ja, habe ich. Dann einmal Kartoffelbrot. Das finde ich leider nicht. Das haben sie wohl online nicht im Angebot. Okay, und was ist mit frischem Gemüse? Das gibt es. Schau mal hier. Ist aber schon blöd, dass ich mir das jetzt nicht selbst aussuchen kann. Da hast du recht. Du musst darauf vertrauen, dass der Lieferservice dir ein schönes Exemplar aussucht. Weißt du was? Ich glaube, ich fahre doch lieber selbst einkaufen. Dann bekomme ich alles, was ich brauche und kann mich auch ein wenig inspirieren lassen, wenn ich durch die Gänge laufe. Na gut, vielleicht ein anderes Mal. Dann fahren wir eben zu Kaufland. Restaurant Seeblick. Sie sprechen mit Herrn Scheibe. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag, mein Name ist Michael Kiesler. Ich würde gern einen Tisch für heute Abend reservieren. Sehr gern. Ich schaue kurz in den Reservierungen nach. Einen kleinen Moment. So, möchten Sie drinnen oder draußen sitzen? Oh, Sie haben auch eine Terrasse? Ja, wir haben eine große Terrasse mit direktem Blick auf den See. Das klingt wunderbar. Da heute strahlender Sonnenschein ist, würden wir gerne draußen sitzen. Sehr gern. Mit wie vielen Personen kommen Sie zu uns? Wir kommen zu viert. Meine Eltern sind zu Besuch und da haben wir uns überlegt, dass wir heute Abend schön bei Ihnen essen gehen könnten. Eine sehr gute Idee. Um welche Uhrzeit möchten Sie bei uns sein? 18 Uhr wäre gut. Um 18 Uhr habe ich leider schon eine Reservierung für die gesamte Terrasse. Die Veranstaltung dauert auch den ganzen Abend. Das tut mir leid. Oh, das ist ja schade. Haben Sie denn dann drin vielleicht noch 4 Plätze frei? Im Restaurant kann ich Ihnen ab 19 Uhr einen Tisch für 4 Personen anbieten. Der Platz befindet sich direkt an unserer großen Glasfront. Somit haben Sie auch von dort einen wunderschönen Ausblick auf den See. Super, den nehme ich. Eine sehr gute Wahl. Wie war Ihr Name nochmal? Michael Kiesler. Alles klar. Ein Tisch für 4 Personen, heute Abend um 19 Uhr für Herrn Michael Kiesler. Habe ich notiert. Vielen Dank. Ich habe da noch eine Frage.
Ich höre. Gibt es bei Ihnen auch vegetarische Gerichte? Meine Mutter isst seit einiger Zeit kein Fleisch mehr. Wir haben eine kleine Auswahl an rein vegetarischen Gerichten. Das beginnt bei Salaten als Vorspeise und führt weiter über alle Arten von Nudeln mit Gemüsebeilagen und Gemüse-Bolognese. Wir haben auch viele Pilzgerichte und Aufläufe ohne Fleisch. Das ist ja großartig. Vielen Dank für Ihre Geduld. Das ist doch gar kein Problem. Uns liegt es am Herzen, dass unsere Gäste rundum zufrieden sind. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Bis heute Abend. Bis später. Deutsche Bankgesellschaft, Managementabteilung, Sie sprechen mit Frau Henke. Hallo, Frau Henke. Hier ist Herr Berner von der Reisestelle. Ach, hallo, Herr Berner. Schön, dass Sie anrufen. Ich wollte mich heute auch noch bei Ihnen melden. Da war ich wohl schneller. Es geht um Ihren Flug nach Belgien im Dezember. Den hatte ich doch aber schon vor 2 Monaten gebucht. Was ist denn damit? Der Flug wurde storniert. Wir müssen Sie also auf einen anderen Flug umbuchen. Ich habe schon einmal nach anderen Verbindungen geschaut. Ihr Flug ging eigentlich um 7:30 Uhr von Hamburg nach Brüssel. Ankunftszeit wäre 8:40 Uhr gewesen. Von derselben Airline gibt es noch einen Flug um 8:30 Uhr. Würde der passen? Nein, das ist zu spät. Ich muss um 9:30 Uhr im Meeting sein. Da haben wir noch einen Flug mit der Lufthansa, allerdings schon um 5 Uhr. Das macht nichts. Ich bin lieber zu früh da. Dann kann ich noch ganz in Ruhe frühstücken und mir Brüssel mal ein wenig ansehen. Ich war schon so oft dort, aber hatte nie Zeit, um mir die Stadt mal anzusehen. Ich kenne in Brüssel nur Konferenzräume und Hotelzimmer. In Ordnung. Dann buche ich auf den 5-Uhr-Flug um. Der Rückflug bleibt aber so, wie er gebucht war? Ja, genau. Nur der Hinflug wurde storniert. Vielen Dank, Herr Berner. Gern. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Ja, ich brauche am Samstag kurzfristig einen Flug nach Rom. Unsere Partner haben ein spontanes Meeting organisiert und da muss ich natürlich teilnehmen. Ab Hamburg? Genau. Es gibt einen Flug am Freitagabend und einen am Samstagmorgen um 10 Uhr. Welcher wäre Ihnen lieber? Der Flug am Samstag reicht. Das Meeting ist erst nachmittags. Mit Platzreservierung? Ja, bitte. Gerne in der ersten Reihe, da hat man mehr Beinfreiheit. In Ordnung. Und der Rückflug? Sonntagmorgen. Um 8:30 Uhr geht ein Flugzeug. Super, den nehme ich. Alles klar, Frau Henke. Die Buchungsbestätigung kommt. Wie immer per E-Mail. Kann ich sonst noch etwas für Sie tun? Nein, danke. Das war's. Gut, dann wünsche ich Ihnen eine angenehme Reise und eine schöne Restwoche. Vielen Dank. Ich wünsche Ihnen auch noch eine schöne Woche. Bis bald, Herr Berner. Bis bald. Heller Busreisen, Herr Wenzel am Apparat. Wie kann ich Ihnen weiterhelfen? Guten Tag, hier ist Tom Brandt von der Himmelblau-Grundschule. Ich habe Ihnen gestern eine E-Mail geschickt wegen unserer Klassenfahrt im Mai. Die Himmelblau-Grundschule in Altona? Ja, genau. Es geht um die Klassenfahrt der 4. Klasse nach Schloss Beutzenburg. Ah ja, hier habe ich Ihre E-Mail. Sehr schön. Ich rufe an, um den genauen Ablauf mit Ihnen zu besprechen. Ihr Kollege hat mich gestern in seiner Antwortmail darum gebeten, etwas genauere Angaben zu den Zeiten zu machen. Richtig. Wir können Ihnen erst ein Angebot erstellen, wenn wir wissen, wie oft Sie den Bus benötigen und welche Wartezeiten einzuplanen sind. Also, die Klassenfahrt wird mit 70 Kindern stattfinden. Die Abfahrt an der Schule ist am 15.05. um 9 Uhr geplant. Gut, das ist kein Problem. Unser Bus wird um 8:30 Uhr bereitstehen. Gibt es vor der Schule eine Haltemöglichkeit für unseren großen Reisebus? Es gibt einen großen Supermarktparkplatz gegenüber der Schule. Mit dem Inhaber des Marktes haben wir bereits gesprochen. Wir haben die Erlaubnis, den Parkplatz zum Einsteigen zu nutzen. Das ist also kein Problem. Hervorragend. Ich notiere das nur eben in dem Auftrag. Also Abfahrt vom Supermarktparkplatz gegenüber der Schule um 9 Uhr. Wenn wir ohne Probleme bis nach Beutzenburg fahren können, kommen wir dort gegen 11 Uhr an. Genau, das haben wir ebenfalls so geplant. Ich weiß allerdings nicht, wie es mit den Haltemöglichkeiten vor Ort aussieht. Dort gibt es einen großen Busparkplatz. Unsere Mitarbeiter waren dort schon oft. Die kennen sich aus. Gut, dann brauchen wir den Bus an diesem Tag nicht mehr.
Aber am nächsten Tag wollen wir mit allen Kindern zum Naturkundemuseum im 20 Kilometer entfernten Nachbarort fahren. Dafür brauchen wir wieder den Bus. Kein Problem, Herr Brandt. Wann soll es losgehen? Abfahrt in Beutzenburg ist 10 Uhr. Um 11 Uhr sind wir im Naturkundemuseum angemeldet. Die Führung dauert bis 12:30 Uhr. Danach wollen wir mit den Kindern zum Mittagessen zurück zur Jugendherberge fahren. Das habe ich notiert. Sonst noch Ausflüge oder dann nur noch die Rückfahrt zur Schule? Wir wollten gern am 18.05. um 14 Uhr eine Fahrt zum Bauernhof machen. Dieser ist etwa 40 Kilometer entfernt. Wir haben dort den ganzen Nachmittag gebucht und brauchen dann gegen 18 Uhr erst die Rückfahrt nach Beutzenburg. In Ordnung. Und dann am 19.05.2019 zurück zur Schule? Richtig. Wir wollten gegen 14 Uhr wieder in der Schule sein. Gut, dann schlage ich eine Abfahrtszeit um 12 Uhr vor. Das klingt logisch. Gut, Herr Brandt. Ich habe alle Fahrten notiert und erstelle Ihnen ein Angebot. Das bekommen Sie heute per E-Mail. Super, vielen Dank. Sehr gerne. Sollten Sie noch Fragen haben, dann rufen Sie mich gern an. Dann besprechen wir das nochmal. Das mache ich. Ich wünsche Ihnen einen angenehmen Tag. Ach, Moment, Herr Wenzel, ich hätte es fast vergessen. Wir wollen auf dem Rückweg an einem Bauernhof vorbeifahren und dort etwa eine halbe Stunde bleiben. Kein Problem. Das habe ich auch notiert. Dann wünsche ich Ihnen einen schönen Tag. Auf Wiederhören. Auf Wiederhören. Deutsch lernen durch Hören.